In den vergangenen 2 Jahren hat man in Rüsselsheim den Rekord auf einen neuen technischen Stand gebracht. Und wenn ich das Wort technischer Stand gebrauche, so meine ich damit keineswegs eine Veränderung der Karosserie oder die Verbesserung irgendwelcher Details in der Innenausstattung, sondern Technik bedeutet im Automobilbau eigentlich nichts anderes als Fahrwerk und Motor. Motor und Fahrwerk hat man gründlich überarbeitet und verbessert. Das geschah natürlich keineswegs aus Freundlichkeit. Aus Freundlichkeit geschieht in der Automobilindustrie überhaupt nichts, sondern die Marktlage und die Konkurrenz haben zu diesem technischen Fortschritt gezwungen. Der Rekord ist zu haben in einer Unzahl von Variationen. Wir haben uns für den Test eines 1,7 Liter Typs entschieden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Man hat uns in Rüsselsheim erzählt, dass der 1,7 Liter Rekord den höchsten Marktanteil hat. Man munkelt auch darüber, sicher lässt sich so etwas nie sagen, dass dieses Modell jetzt für die nächsten 2 oder sogar 3 Jahre mehr oder weniger unverändert bleiben soll. Und auch das kommt natürlich dem Wunsch des Kunden, ich möchte es nicht einmal einschränken, indem ich sage, dem Wunsch des deutschen Kunden entgegen. Wir wollen also schauen, was wir in den nächsten 2, 3 Jahren von Opel auf diesem Gebiet geboten erhalten. So ist der Opel Rekord 1700 mit rund 7.800 Mark sicher ein Fahrzeug, das nicht den sportlich ambitionierten Individualisten ansprechen soll, sondern den Fahrer, der sich im Verkehrsalltag zuverlässig bewegen möchte. Er wird dabei mit folgendem Benzinverbrauch zu rechnen haben. Auf der Autobahn bei einem Schnitt von 110 11,2 Liter. In der Stadt, je nach Verkehrsdichte, 13 bis 14 Liter. Und auf ebener Landstraße 11,5 Liter pro 100 Kilometer. Testverbrauch 12,1 Liter, sodass der Tankinhalt von 55 Litern ausreicht, um eine Strecke von ca. 455 Kilometern zurückzulegen. Bei einer Verdichtung von 8,2:1 genügt Normalbenzin. Die neue Karosserieform mit ihren breiten, ausladenden Flächen brachte gegenüber dem Vormodell kein besseres Verhalten bei starkem Wind von der Seite. Auf einer Länge von 32 Metern entwickeln die Rotoren der Windmaschine eine Luftgeschwindigkeit von rund 100 Kilometern, die den Wagen, der im gleichen Tempo fährt, plötzlich von der Seite erfasst. Die Lenkung ist blockiert, die Abweichung beim Opel Rekord beträgt 3,40 Meter, sie entspricht dem Durchschnitt. Der Vorläufer dieses Opel Rekord war extrem hart gefedert. Man hat das im Prinzip geändert, wobei die neue Hinterachse des jetzigen Typs nicht mehr an Längsblattfedern, sondern an einem Gestänge aufgehängt ist. Durch Schraubenfedern verlängerte man die Federwege und hat damit den in diesem Punkt unbezweifelten Rückstand gegenüber der Konkurrenz wieder wettgemacht. Auf besonders schlichten Strecken gerät der Wagen ins Springen, auf unebenem Untergrund, vor allen Dingen in Kurven, gilt das Gleiche. Ist die Straße in erstklassigem Zustand, dann allerdings ist der Rekord angenehm zu fahren. Er reagiert gutmütig und gelassen auf jede Korrektur durch die Lenkung, die gegenüber den Vormodellen praktisch nicht geändert wurde. Die Lenkung erhielt nur zusätzlich dämpfende Elemente, die sich in verschiedenen Fahrsituationen bemerkbar machen. Es ist keine Frage, dass die richtige Auslegung des Fahrwerks nicht nur für den schnell fahrenden Automobilisten von Bedeutung ist, sondern sie stellt einen wesentlichen Beitrag zur Fahrsicherheit im Gesamten dar. Opel hat auf diesem Gebiet gegenüber früheren Modellen Fortschritte erzielt, ohne allerdings einen Stand erreicht zu haben, der die Konkurrenz zum Nachdenken veranlassen müsste. Auch in diesem Punkt ist der Opel Rekord ein Wagen ohne besondere Ambitionen. Für den automobilistischen Alltag gedacht, wie man sieht, auch für harte Bedingungen.
Dieser Motor hat eine oben liegende Nockenwelle und das ist ein Konstruktionsprinzip, das im Allgemeinen Sportlichkeit andeutet. Bei Opel ist das anders. Man hat bewusst auf jegliche sportliche Auslegung der Maschine verzichtet. Sie ist dafür leise und sie ist vibrationsfrei. Temperament ist nicht gerade ihre starke Seite, aber sie verdient immerhin das Kompliment, eine gute und brauchbare Alltagsmaschine zu sein. Es gibt diese Maschine in vielen Variationen nach dem gleichen Grundprinzip. Zum Beispiel 1,5 Liter 58 PS, 1,7 Liter mit 60 PS. Das ist der Motor unseres Testwagens. 1,7 Liter mit 75 PS und schließlich noch 1,9 Liter mit 90 PS. Und es ist jedem zu empfehlen, das ganze Angebot, das nicht nur verschiedene Variationen des Motors, sondern auch der Ausstattung anbietet, genau zu studieren, bevor man sich zum Kauf eines Recort entschließt. Denn jeder hat natürlich irgendwelche individuellen Wünsche, die bei Opel in einem riesen Katalog, wir haben das schon angedeutet, erfüllt werden können. Wenn die Konstrukteure eines Fahrzeugtyps schon bewusst auf die Reize individueller Konstruktionsprinzipien verzichten, dann müssen sie in jedem Fall Wert darauf legen, ihren Ruf durch besondere Betriebssicherheit zu festigen. Zu diesem Thema zählt als ein wesentlicher Punkt die Startfreudigkeit der Maschine unter allen nur möglichen Witterungsverhältnissen. Es gibt Fahrzeuge, die bei großer Hitze nicht anspringen. Größer ist allerdings die Zahl jener, die Schwierigkeiten bei Kälte machen. In dieser Kältekammer wurde der Recort 1700 bis auf minus 15 Grad gekühlt. Dieser Versuch bringt immer eine gewisse Spannung mit sich. Der Opel Recort löst sie innerhalb weniger Sekunden. Er springt genauso schnell an, wie es sein Ruf verspricht. Die 60 PS haben immerhin über 1000 Kilo zu beschleunigen und so nimmt es nicht Wunder, dass am Schluss der Messung ein Wert von über 20 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer herauskommt. Genau 20,2 Sekunden. Die 1,7 Liter S-Version, die 95 Mark mehr kostet, schafft es mit ihren 75 PS rund 5 Sekunden schneller. Ein ähnliches Verhältnis haben wir bei der Spitzengeschwindigkeit. Für den 1700 134, für den 1700S 148 Kilometer. Die Bremsen des Recort 1700 sind mit einer durch Überdruck wirkenden Bremshilfe ausgestattet, die die Kraft für die Bedienung verringert. Vorn Scheiben, hinten Trommelbremsen und außerdem hat man für ein Zweikreis-Bremssystem gesorgt, das bei irgendeinem Defekt noch für mindestens 2 funktionierende Bremsen garantiert. Die Anlage arbeitet zufriedenstellend und gleichmäßig. Bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern kommt der Wagen in 50 Metern und 20 Zentimetern zum Stand. Der Innenraum des Opel Recort ist im Vergleich zum Vormodell ungefähr gleich geblieben. Erfreulich ist, dass man die Sitze erheblich verbessert hat und dass auch die im Fond sitzenden Passagiere Platz für ihre Beine haben. Alle Armaturen und Bedienungsvorrichtungen sind recht sinnvoll angeordnet. Es fehlen allerdings, wie schon bei allen bisherigen Typen, ausreichende Ablageflächen. Das hat seinen Grund wohl auch darin, dass man das Armaturenbrett wohl aus stilistischen Gründen mit einer Rundung nach vorn versehen hat. Die Verarbeitung insgesamt lässt die in einer Großserie mögliche Sorgfalt erkennen. Die Scheibenwischer entwickeln eine gute Geschwindigkeit und sorgen für ein erfreulich großes Blickfeld.
Der Kofferraum des Opel Rekord ist kleiner geworden, und zwar genau um 12% gegenüber den Vorgängertypen. Nach dem üblichen Maß müsste man jetzt Kritik üben an dieser Verkleinerung. Ich bin völlig anderer Meinung. Ich finde es absolut richtig, dass man den ohnehin sehr großen Kofferraum des Opel Rekord nicht so groß ließ oder gar noch größer gemacht hat. Denn die meiste Zeit, und das erweist die Statistik ganz klar, schleppt man leeren Raum mit sich herum. Und im Übrigen war diese Verkleinerung auch noch durch eine andere Überlegung bedingt. Man hat nämlich die Rücksitzbank etwas nach hinten verschoben, und das kommt der Beinfreiheit und dem bequemen Sitzen zugute. Und im Übrigen geht in diesen Kofferraum immer noch eine ganze Menge hinein. So viel, dass man annehmen möchte, einer allein hat gar nicht so viel Gepäck. Für Fahrten, vor allen Dingen über längere Strecken, bestätigt sich immer wieder der Eindruck der Zuverlässigkeit und der angenehmen Art des Fortbewegens. Bei ruhiger Fahrweise lassen sich auch größere Strecken ohne Ermüdung absolvieren, und es fällt nicht auf, dass der Wagen keineswegs so handlich ist, wie es seiner Fahrzeugklasse im Allgemeinen entsprechen sollte. Das wird erst in der Stadt bemerkt und drückt sich beispielsweise durch einen Wendekreis von 11 Metern und 90 Zentimetern aus. Auf der anderen Seite ist der Rekord bemerkenswert leise. Das gilt für die Windgeräusche ebenso wie für den Motor. Bei 100 Kilometern Geschwindigkeit registrieren wir 75 Vorn. Der Rekord 1700 kostet im Jahr an Steuern 245 Mark. Versicherung 475. Testverbrauch 12,1 Liter. Das ergibt bei einer Jahresleistung von 20.000 Kilometern 11,8 Pfennig pro Kilometer. Verbesserungen kosten Geld überall und immer, auch in der Automobilindustrie. Und so zählt der Opel Rekord in seinen verschiedenen Ausstattungsvariationen keineswegs mehr zu den billigen Fahrzeugen. Der Abstand zur technisch renommierten Konkurrenz ist erheblich geringer geworden. Plötzlich gehört zu dieser Konkurrenz ein Name wie BMW oder auch Audi oder Renault und Peugeot. Der Kampf wird also auch in dieser Klasse härter, und er wird weitergehen. Aber ich glaube, dass im Gesamten betrachtet der Opel Rekord auf diesem Feld eine recht gute Rolle zu spielen versteht.